After months of fun at crafting and visiting authorities, it's finally time again for Man Tours. The long-awaited start shot was on a Saturday morning in May 2017. Packed with the most necessary belongings and a handful of spare parts, the trip started. Männertour 2017 ist gestartet. Wir fahren jetzt einmal die ganzen Mopeds volltanken und dann geht's los! Erste Panne! Jungs, haut rein! Macht's gut. Schnapsminister, was ist passiert? So, gucken wir mal in die Bibel rein. Zweiter Ausfall, Ling Ling, Fehlzündung nach 12 Kilometern. Das bedeutet? Pannenschnaps. Wird immer besser. The first breakdown should not be long in coming and brought us a boost before breakfast. The recurring misfires of Olli's Ural were no gloss performance for our start to the trip. Was ist los? Erstens geht die schon wieder von selbst aus. Ich habe Rauchentwicklung wieder an dem Zylinder, der läuft wahrscheinlich wieder zu heiß. Und die ruckelt, nachdem wir die Zündung verstellt haben, habe ich zwar jetzt keine lauten, eindeutigen Fehlzündungen mehr, aber wie gesagt, die ruckelt und ich habe nicht mehr die Leistung, also über 60 komme ich eigentlich nicht mehr hinaus. So, nächste Pannenschnapskeil möchte ich, dass wir Tequila holen. Auf gar keinen Fall. Ja, und ich hasse genauso Uso. Also. Perfekt, ich hasse Uso und Tequila. Können wir Kompression messen auf beiden Zylindern? Ob der vielleicht jetzt mittlerweile tot ist, nachdem der so heiß gelaufen ist. Wir haben jetzt von A nach B den Vergaser getauscht. Das Problem hat sich dadurch nicht verlagert, sondern ist geblieben. Ergo muss es die Zündung sein. Jetzt tauschen wir die Zündung in der Hoffnung, dass Olli dann einigermaßen fahren kann. Wir haben keine Zündkabel dafür, ne? Und wenn das dann jetzt damit nicht läuft, dann fliegt das Ding raus mit der Spule, kommt das Ding rein mit der alten Zündspule. Überlegung wäre jetzt, reicht die ab. Bei Olli hat gerade, glaube ich, die Hardy-Scheibe aufgelöst. Wie sah das aus, ey? Ich habe nur noch gemerkt, wie mir irgendwas im Fuß geflogen ist und dann bam. Hier flogen überall Teile raus. Was war's? Ja, die Scheibe, ne? Ja, Ja, geil. dann war das auch das Klackern die ist ganze Zeit. Okay. Oder ich dachte, das zumindest kommt vom was Motor. davon übrig geblieben ist. Meine Fresse, ey. Dann auf Ollis Hardy-Scheibe, ne? Wie viele Striche hat der Olli jetzt? 4. Und da hinten ist Ollis Endantrieb fast dicht. Weil der wahrscheinlich leer ist. Ja. So wie bei Werner wieder. Oh, da verteilt sich meine Bremse. Au, aua, aua. Da muss ich zu Fahrradmeier. Past tours have taught us you always need the parts you don't have. So this time we took any spare parts we could think of with us, and lo and behold, we even had this thing called Hardy-Scheibe. Olli, was ist da los? Was ist da einfach los? Einfach ausgegangen. War auch nichts mehr mit Retten. Ich würde sagen Zündung, aber. Pannenbier. Das ist kein Bier. Kai, wie viele Kilometer haben wir geschafft?
49. Wie viele Pannen hatten wir bis jetzt? 6. Das heißt, wir sind noch nicht einmal 10 Kilometer am Stück gefahren ohne Panne. Das kann sein. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Schon Zeit. 4 Uhr. Wir sind so... Ja, vor 6 Stunden 9 Uhr. losgefahren. Das ist okay. Schon am ersten Tag schwindet die Lust der Uralfahrer. Ah, okay. Sind wir uns einig? Ja, sind wir uns einig. Was haben wir jetzt umgangen? Wir haben, Achtung, Dein Zündungsplus haben wir umgangen, weil der ist scheiße. hier kommt zwar 12 Volt an, wenn man misst, aber bricht sobald du zusammen. was anschließt, bricht es zusammen. Wie willst du so einen Scheißfehler finden? Ollis Ural macht schon wieder Probleme. Ollis Maschine lädt nicht mehr. Wir vermuten, dass die Lichtmaschine im Arsch ist. Den Laderegler haben wir gerade getauscht, der ist es nicht. Die Batterie ist auf 5 Volt, die Zündung läuft noch weiter, weil wir die ja eben überbrückt haben, weil wir gedacht haben, wir hätten irgendwo einen Kurzschluss oder ähnliches. Jetzt tauschen wir Lichtmaschine mal eben. Dann haben wir auch so ziemlich alles an dem Moped heute getauscht, was man tauschen kann. Und dann hoffen wir, dass es dann weitergeht. Brauchst du noch? Kommt nur Scheiße an. Kann mal jemand Gas geben? Nee. Hält aber immer noch nicht. Oh, ja? Ja. Gut. Okay, richtig krasse Scheiße. Der Markus kam eben hier die Straße runter. Da vorne, wo die schwarze Spur hinter dem Auto angefangen hat, der Reifen blockiert. Fuhr hier lang, der Hund ist raus, hat sich hier vorne komplett mit der Ural überschlagen. Das Ding ist Fritte Aber jetzt habe ich schon wieder ausgebeult. und hat sich einmal komplett zerlegt. Die sich gelöst hat und die in der Trommel blockiert hat. So. Der Reifen hier rechts hat blockiert. Ich wollte ihn jetzt mal hochbocken hier. Markus liegt da. Markus geht's gut. Kont geht's gut. Alles gut. Ich liege hier so. So, Markus hat uns gerade gezeigt, wie man es nicht macht. Und darauf gibt es einen Unfall-Punch. Schnaps auf den Tod. A little shocked of the accident, we decided to rest while the day passed. Retroactive, we had to confess that we won't even get near the kilometers per day we first planned with, and that Russian engineering is not so reliable as its reputation. After a rainy night in 20 bucks discounter tents and wet sleeping bags, we left our cozy nest and tried to fix up Markus Ural. One flat tire and a loose sidecar were the results of the unplanned stunt action. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends of Brasilia. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends of Brasilia. Come on baby, this is what you need. Everybody dancing to this beat. Come on baby, this is what you need. Disco, disco, partizani. Disco, disco, partizani. Was hat denn die Ladekontrollleuchte die ganze Zeit gesagt? Die war aus. Die war aus. Ja gut, weil die ganze war alles aus war. Das Licht vorne war ja auch aus.
Als ich zuletzt den Rückspiegel geguckt habe, du bist gerade komplett auf Batterie anscheinend gefahren. Ich habe immer mal wieder geguckt. Also es muss dann jetzt auf den letzten 10 Kilometern gewesen sein. Ja, aber die Batterie eiert sich ja nicht so schnell leer. So, vielleicht ist es auch wieder 50 Meter nach dem Start gewesen. So, was meinst du denn jetzt, was beim Olli ist? Ein Kurzschluss. Vielleicht. Dann such den doch mal. Ja, genau, such den doch mal. Warte, ist er hier? Nein. Nee, ist er nicht. Ist er da? Nein. Da? Nein. Ist er hier? Könnte da sein. Was ist mit hier? Ist hier? Nein. Guck mal, hier? Da? Nein. Jetzt guck doch mal hier bei Markus. Du brauchst das Fachwerkzeug dafür. Ist er hier? Nein. Ich glaube, er ist im Luftfilterkasten. Das habe ich ausgemacht, ne? Ja. Problem ist irgendwie, dass wir gerade an der Batterie volle 12 Volt messen. Wir aber, sobald wir die Zündung einschalten, keine Ahnung, irgendwie habe ich eben mit 4,85 Volt gemessen. Sprich, irgendwas verbraucht verdammt viel Strom. General perplexity was spreading in the group. None of us had an idea why Ollie's Ural was burning alternators. Das Einzige, was wir mal machen können, ist die Lichtmaschine nehmen und die bei einem anderen einbauen und gucken, ob die da Strom produziert. Said and done. We tried 3 alternators in Stefan's Ural Desert Fox to locate defect parts. So, uns hat ein Caterer eben mit seinem Bus, ist ja hier vorbeigefahren bei uns, hat gesagt, ich habe einen Kollegen, der hat noch Ersatzteile, weil wir bauen jetzt schon die 3. Lichtmaschine beim Olli ein. Wir rufen mal an und fragen mal, was da geht. So, der hat gesagt, kein Thema, geht klar, kommt gleich vorbei. Einer fährt mit ihm zu dem Kollegen, guckt, ob die Teile in Ordnung sind und wenn wir Glück haben, läuft das. So, der Kollege ist auf dem Motorradtreffen, der kommt, aber wir sollen die Böcke einfach zu dem am Hof schleppen. Der hat ein bisschen was da und dann müssen wir mal gucken. Der hat auf jeden Fall auch einen Plan von der Nummer. Hallo. Guten Tag. Haben gestern 70 Kilometer geschafft, sind heute Morgen losgefahren, haben wieder 70 Kilometer geschafft. Verbrannt, Lichtmaschine verbrannt, allen Scheiß. Das ist doch normal. Das sieht ja natürlich genau nach dem aus, was wir gesucht haben. Das ist ein Glück. Erstmal müssen wir, das Problem ist ja, die dürfen ja nicht weiterhin kaputt gehen. Ja, Das ist gut, wenn wir jetzt, ne? wir haben immer Lichtmaschinen verheizt. Aber doch nicht 2 Stück auf 100 Kilometern. Wir gucken jetzt gleich mal, was die Die ist schon bringt. locker? Ja, die kannst du. Also so wie das hier für mich aussieht, geht an der Elektronik nichts mehr. Ja. Wir können das doch nochmal ausklingeln. Guck, ist das der Wahnsinn? Das war die Sicherung. Nein, es war das Bier. Irgendwer hat gesagt, das war die Sicherung. Nein, die Sicherungen sind ganz. Ja, und worum geht's jetzt? Weil ich alle rausgenommen habe, durchgemessen habe und einfach wieder reingesetzt habe. What could we have done better now? We were proud owners of 2 new alternators, had professional advice, and a royal meal for free. Auf Christophs geiles Essen, auf den Martin und seine Frau. Also nicht Frau, Frau. Wir wissen, was wir meinen. Pannenschnaps! Now let's go on. On the freeway we try to catch up the lost time, always in hope the alternators will keep on working well. Danke für alles! Es ist mitten in der Nacht vom 2. Tag. Ich krieg gerade über Funk rein, dass der Stefan, der vor uns fährt, gerade im Moment bei ihm die Lichtmaschine am Abrauchen ist. Wenn wir irgendwo hier liegen bleiben, mitten in Deutschland, auf der Autobahn, haben wir echt die Arschkarte gezogen. Unglaublich, fucking unglaublich kalt hier draußen. So, wie ich gerade erklärt habe, auf der Autobahn beim Stefan gab es ein paar Probleme und zwar dasselbe jetzt wie beim Olli mit der Lichtmaschine. Wir haben hier einen Abfall vom Strom und Das ist so eine kleine Batterie.
Bevor wir die Lichtmaschine jetzt auch noch kaputt machen, eine von den letzten. Wie viel haben wir noch? Wir haben jetzt, ich glaube, noch eine, und zwar die, die original bei mir drin war. Der Genau. hat uns 2 Lichtmaschinen gegeben. Eine habe ich gerade zerheizt, weil es vielleicht eventuell auch wieder Müll ist, so, weil es ein altes Teil ist. Die, die ich drin hatte, lief ja bis die letzten 600 Kilometer, 700 Kilometer ohne Probleme. Aber da steht nicht was. Lima, 160 Watt, nicht zu empfehlen, 180 €. Da hast du das Bild. Im Ersatzteilekatalog. Ja. Das ist quasi die, die wir überall drin Ja, haben. genau. Böse Lichtmaschine. Komm nicht weiter. 3 gegrillt, keine Wurst fertig. Was tun? Umdenken? Weiterfahren? Wir wissen es nicht. We really didn't know, but the plan had to change. With losing rate like this, we would never reach an Eastern European country. But for the moment, we decided to continue direction Austria. So, guten Morgen. Ein kleines Lied auf die Lichtmaschine. Oh, wer lebt in der Ural und macht nicht wirklich viel Sinn? Lichtmaschine, wer steckt da nur zur Deko drin? Lichtmaschine, wer macht noch weniger Sinn als der TÜV? Lichtmaschine, Lichtmaschine. Deine hält jetzt Öl, Olli, obwohl ihr das meiste verliert. Ja. Wir verbrennen es nur. Ich weiß auch nicht, wo das her Ja, ist immer noch nichts. So, habt ihr den Fehler gefunden? Eventuell haben wir deswegen keinen Zündfunk. Wir sind uns aber noch nicht sicher. Attacke. Regen, ganz viel Regen. Wir rüsten uns alle aus, entweder semi-professionell oder professionell. Und wir fahren jetzt einfach durch den schönen Regen, der richtig nass und Im Übrigen war meine Lichtmaschine wahrscheinlich gar nicht kaputt, sondern nur ein Kabel nicht richtig fest. Niemand. Niemand ist dran schuld. Niemand hat vor, ja eine Ural zu kaufen. Also nach unserem Erkenntnisstand laufen die Lichtmaschinen jetzt ab sofort. Ja, mit der Simson wäre das nicht passiert. Endlich mal einer noch ein bisschen mit Farbe hier. As kind of reward that the alternators worked now, Mother Germany brought us rain. Better news, the next 3 days it won't stop raining. Was? Ich halte das echt nicht mehr lange aus, ohne vom Bock zu fallen. Da bist du nicht der Einzige, Wills. Also meine Regensachen sind keine Regensachen. Also bei mir ist alles super. Also es ist dicht, Also ich sitze in meinem Saft. aber Alter, meine Hände, ne? Es ist so kalt. Eine nasse Hose. Bestes Wetter zum Motorradfahren. Ich liebe es. Gibt kein falsches Motorradwetter. Es gibt nur falsche Ponchos. Mir läuft die ganze Scheiße in den Arsch hinten rein. After all things were wet, we granted us one double room. Quite comfy, with 6 people and a wet dog. Pfanne repariert.
Ja, die rechte Schraube fürs Standgas, die hat sich bis nach oben ganz rausgedreht. Pannenschnaps. Kai, was haben wir denn da Besonderes? Pannenschnapsminister. Unser guten Pannenschnaps, bekannt aus Radio, Rundfunk und der Simson-Duo-Tour. Das Original. Wow. Wo gibt's den im Handel? Nur in ausgewählten Geschäften. Sehr gut. Was kostet die Flasche? Unbezahlbar. Dann hau rein. Pannenschnaps. Pannenschnaps. As dry as the day started, so wet it went on. We just had no luck this time. The big blue cloud on the rain radar seemed to chase us. Under a highway bridge, we were looking for shelter. And we used the time for first inspections on the ox carts. Hat bis jetzt immer so im Schnitt knapp 20 Liter verbraucht, wir 8 bis 10. Ursache haben wir jetzt, glaube ich, gefunden. Also die Düse liegt im Vergaser, der saugt den Sprit so durch den Schlauch in den Motor rein. Das erklärt auch immer, warum das Gesicht immer so brennt, wenn man hinter dem fährt. In a rain break, we dared to go to make some kilometers. But already in the next village, it catched us again. So, Uraltour ist eine ganz doofe Idee. Wetter ist auch ganz doof. Wir sind jetzt da, wo wir vor 2 Stunden schon mal waren. Ihr kennt die Brücke ja vielleicht wieder, weil es einfach im Umkreis von uns in jede Richtung 100 Kilometer regnet, ohne Ende. Wir haben keine Klamotten mit, alle sind durchnässt. Das dürfen wir unseren Enkelkindern nicht erzählen. Also diese Uraltour hat nie stattgefunden. Wir hatten die Option, 70 Kilometer da runter zum Decathlon, weiter in den Regen rein, in die Unwetterfront und trockene Klamotten und Regenüberzieher zu holen oder zurück uns Schnaps zu kaufen und hier zu besaufen. Wir haben uns für B entschieden. Jetzt weiß ich aber, warum die Beiwagen auch Boote genannt werden. Ja, auf jeden Fall sind wir tatsächlich gerade ratlos, wie wir weitermachen, weil, wie gesagt, die nächsten 2-3 Tage ist überall Regen angesagt und wir wissen nicht, wo wir hin können, damit es besser wird. Oh, gute Knipex Grillzange. Kombizange. Kannst du Hähnchen mit wenden und danach noch die undichte Muffe nachziehen. Die Muff. To day 5, rain day 3. After a pleasant night, thanks to the gap of the bridge, we were able to tell if a MAN or Scania truck was passing. Well, sleep was out of the question. Second point of inflection. Weather was just too bad. We decided to take refuge. Weather report indicated only one direction: Netherlands and Belgium. We followed the call. Wir haben Socken an mein Grill. Das Wetter wird besser. Wir fahren jetzt nach der Hessen. Party. Jo, zumindest mal Richtung Belgien, Holland. Weil im Süden war scheiße. Hat uns ein paar Tage gekostet. Würde uns noch mindestens 2 Tage kosten, aber dann läuft's. Und jetzt, wo wir die Regensachen gekauft haben, wird das Wetter ja auch gut. Ja, Ne? aber wir haben Regensachen. Ja, den Grill zum Beispiel. Scheiß kapitalistischer Wettergott. Restaurants. Ich liebe die Spitze.
denn heute alles? Monsun, Sturm, Hagel? Gutes, schlechtes Wetter. Was fehlt uns denn noch so auf der Wettertabelle von dem Wetter, das es alles gibt? Orkan oder so. Orkan, ne? Das würde quasi den Abend noch abrunden. After this rainy section, we looked forward to our wet tents and sleeping bags. Also hat Olli seinen ganzen Tank über die Nacht verloren. Siehst du ja hier oben so. Das, selbst hier, alles hier unten, alles ist voll Sprit. Das hier ist alles Benzin. Deswegen hat es die ganze Nacht nach Benzin gestunken. Ja, und der Motor ist dafür schön sauber. Guck dir das an, der ist verkaufsfertig. Das ist nicht schlecht. Wie viel hat er denn noch drin? Die ganze Hälfte. Ja gut, das ist nichts. Kai? Pannenschnaps. Naja, wir haben nicht angehalten, aber ich will einen Schnaps. Die ist neu, ne? Frisch. Hopeful that our soldered fuel tank was leak-proof now, and day 6 would bring us some sunshine, our convoy was heading to Belgium. The practical mounting of the carburetors warranted, while overflowing, that socks and shoes were fed with fuel nearly infinitely. Tank ist leer. So, Markus hat vergessen zu tanken. Darum gibt es jetzt Gruppenbestrafung, eine Runde Uso. Dann auf den Markus. Auf die Fresse. The alternators of day 6 was the carburetor. Or is it the ignition again? So, Stefan, was haben wir hier wieder vorliegen? Tja, ich das wüsste. Wir tauschen jetzt mal auf Verdacht die Zündspule, weil meine ja nicht mehr schneller wie 10 Sachen fährt. Ich habe aber einen gesamten Leistungsverlust. Daher gehen wir davon aus, dass es die Zündung ist, weil wenn es jetzt nur ein Spritmangelproblem wäre, würde der Einzylinder gegebenenfalls ziemlich gut weiterlaufen. Und wir sind uns da noch nicht so ganz sicher, was es denn so sein kann. Daher tauschen wir jetzt die Zündspule, weil das einzige Bauteil ist, was beides befeuert, neben der Unterbrechung. Aber wir fangen mal hiermit an. Das ist der dritte Uso für heute. Wer trinkt denn von euch generell Uso? Erzählt mal so. Niemand trinkt Uso. Gut. Selbst beim Griechen lasse ich die Scheiße stehen. Dann, Jungs. Der uns den geschickt hat, der wusste das bestimmt. Dass kein Mensch Der Andreas Schäfer, von dem wir ihn geschenkt bekommen haben. Kaffee für mich. Danke auf den Pannenschnaps, auf jeden Fall für den Pannenschnaps. Und du hast den richtigen ausgesucht, um uns fertig zu machen. Nope, not the ignition. The Desert Fox was creeping only 40 kilometers per hour for the moment. Wie die Hölle geht die mit ihrer Autobahn. Und du siehst ja, wie die läuft. Gar nicht so. Was sollen wir machen? Wir sortieren mal 2 Vergaser raus. Machen wir 2 andere drauf. Diese alten Flachschieber. Ja, aber das ist Mechanik. Was soll denn da jetzt? Wir haben die doch aufgehabt 2-3 Mal. Ich habe die Ja, die Düsen haben sehen wir ausgebaut. perfekt aus, die Dinge. Der dreht ja von denen, hoch, ne? Der dreht übrigens hoch. Wenn ich die Kupplung aber ziehe, dreht der nicht hoch wie mit Sau. Last. Ja. Hat auch was mit dem Getriebe zu tun haben? Keine Kraftübertragung? Later we discovered that the petrol tap only on position savings was giving proper flow, and ignition or carburetor were not responsible this time. Vielleicht regelt sich das ja nach einem Uso. So, wie viele Usos mussten wir jetzt auf den Stefan trinken in der letzten Stunde? Du machst dich echt unbeliebt. Trink den Pannoso. Ich hab euch doch gesagt, gebt mir keinen Pannenoso. Ich möchte das nicht. Ich habe euch vorgewarnt.
rutscht die Hardy-Scheibe immer weiter raus. Schon länger keine Panne mehr. Die können wir doch reparieren. Ich finde ja, der Stefan hatte lange Zeit keine Panne mehr. Oder war das da vorne und da vorne und da hinten? Was ist das denn? Boah. Das ist ja noch schlimmer als die anderen. Na, guckst dir mal seitlich. Die sind komplett abrasiert. Du meinst jetzt vorne da, wo es schwarz ist? Oder was? Ja, wo es schwarz ist, ist okay. Aber das Silberne. Guck mal, wie, da fehlen die Zähne ja vollwertig. Oh, dann Welle tauschen. Ach so, und oben läuft irgendwas aus dem Tank raus. Der Filter ist schon wieder. Benzin. Mal wieder. Ja. Das kann aber auch jetzt von oben kommen. Nee. Übergeschwappt ist. Nee. Ne? Nee. Die Zähne an. Kann das denn sein? Ja, ist doch egal. Welche Zähne? Ich denke, wir müssen mit Welle tauschen. Das ist nämlich eine andere. Das ist ja auch noch, aber. Also die Stehbolzen da rausdrehen, oder? Oder den Deckel tauschen. Oder den Deckel tauschen. Tauschen wir den Deckel. Und dann musst du diese blöde Glocke da irgendwie runterkriegen. So, wir sitzen irgendwo bei Erbach, haben das Problem gehabt mit Ollis Kardanwelle mit dem Endantrieb. Ging nicht mehr rein, beziehungsweise musste gestoppt werden durch einen vernünftigen Ring. Wir waren hier bei dem super Yamaha Autohaus W&W Zweirad. Die haben uns netterweise 3 Federringe gesponsert und damit kommen wir weiter. Also, rein damit! Ich meine ja, das ist die Schlauchschelle, die wo er Schott meinte, die muss da nicht wieder drauf. Weil das war hier alles nass und hier war die Schelle nicht mehr drauf. Hier das ist festgebacken wie Sau, da ist keiner, aber das hier ist ziemlich lose. The mission, make 1 out of 2, took us about 3 hours. So we chose the camping nearby to be rather rested and to start the next day completely annoyed of our bikes. Moreover, Ollie's fuel tank was still leaky and we weren't sure if the gearing at the flange would last. All those problems we adjourned to tomorrow. For today we had the snout full of Russian motorcycles. Wie viel Meter hältst du diesmal? Diesmal mal ist anständig. Etwas wenig. Aber es ist natürlich besser als nichts. Das ist doch so eine gute Länge hier. Oh, guck mal, mit Ausklinkung für die Schraube. Entspann mal. Achtung. Ollis Hardy-Scheibe läuft hier ein bisschen unsymmetrischer. Die läuft schief, die knickt ab. Und deswegen bringen wir die jetzt, wenn wir die Stoßdämpfer gegen den Anschlag so ein bisschen erhöhen, gegen ein besseres Level. Dass es einfach gerade läuft, dass sie sich nicht so zerarbeitet. So. Sag's mal, wenn ich entspannen kann. Noch ein Minütchen. Okay, dann gib mir mal gerade 2 Kabelbinder, dann kann ich das schon festmachen. 4. Dann nehme ich doch mal glatt 4. Das soll er auch halten. Ja. Ewigkeit. Verhältnis sieht ähnlich gerade wie bei uns aus. Ja, ist auf jeden Fall wesentlich besser. Ja, fährt, ne? Naja, bis zum nächsten Ausfall. Ach Quatsch. Bei uns hängt aktuell die Hinterradbremse und das läuft ein bisschen heiß, aber wir haben da eine relativ gute Lösung für gefunden. Die Hinterradbremse ist immer noch fest, aber aktuell ist Pannenschnaps Uso. Da hat weder ich noch Albert Bock drauf. Den Strich holen wir uns nicht. Unnoticed, Albert jammed the brake pedal to the frame, and so he generated a grinding brake.
We solved the problem during a tank stop to avoid another breakdown boost. Ollis Tank. Zum 5. Mal lassen wir Den zum 5. Mal ab, weil der an der Ecke hier ist der einfach undicht und der tropft auf den Luftfilter und verliert dann halt immer Sprit. Das heißt, Olli bekommt jetzt einen Ersatzkanister. Oder wir stellen ihn hier hin, machen den Hahn nach hier und führen die Schläuche rüber. Dann sind wir höher als die Vergaser und die ziehen Sprit. So, wie kriegen wir das jetzt noch größer? Ja, mit dem Imbus dann, aber... Muss so rund drehen, sonst haben wir dann... Also das ist ein blödes, weil das hast Das ist ein blödes Loch, ja, aber wir sind auch noch lange nicht auf Mars. Wir müssen ja noch viel größer werden. Ja, wir können die kaputte Antriebswelle da durchjagen. So machen wir das dann, wenn wir das richtig bekommen. Ach, ein bisschen Teflonband und gut ist. Ja, haben wir ja nicht. Ja, wir kommen ja wieder an 100.000 Baumärkten vorbei. The canister was ruined and so the idea flopped. But if you can't be choosy, searching on the internet can help. Olli tried his best on the phone. Da ist er endlich! Der Daniel! Moin! Kommt von zu Hause extra von über 100 Kilometern angereist, um uns einen Kasten Bier zu bringen. Aber das Beste ist, das weißt du noch gar nicht, Ollis Tank ist kaputt. Und da hinten in Kaiserslautern gibt es einen gebrauchten Tank, den wir direkt kaufen würden. Perfekt. Du hast ja Langeweile, ne? Mein Tank ist ja noch defekt. So, und dann haben wir über eBay Kleinanzeigen den Siggi gefunden. Siggi hat einen Zündertank für uns. Was ein nices Tank. No more fuel spreading on the environment, unburned. This year, the encouragement of our community was incredibly huge, and many of you offered us their help. Also Alex from Saarbrücken, where he has an inn with lodging and eating house. He invited us to camp a night in his backyard, and he served us best Schnitzel. Of course, we thankfully accepted this offer. Wir sind jetzt in einem Kaff kurz vor Saarbrücken. Wir sind jetzt am schönsten Fleck kurz vor Saarbrücken. Der Alex, der gerade nicht da ist, den zeigen wir euch gleich noch, der macht gerade Essen, beziehungsweise der bewirtschaftet mit seiner Familie den Hof hier. Und wir wurden eingeladen, hier auf der Wiese zu campen und mit ihm heute Abend ein Bierchen trinken zu gehen. Und ich denke, wir bleiben erstmal mindestens eine Nacht. Darauf einen Freudenschnaps. Wo ist mein Freudenschnaps? Was? Wo sind wir? In Saarbrücken, glaube ich. Was machen wir jetzt hier? Bier trinken. Boah, jetzt so eine Club Mate. Yeah, wir haben unser Ziel erreicht. To have not stopped for refueling too often, we swiftly tinkered a fuel extension, Mantour style, and so Olli was able to make a responsible reach, also with the small Zündapp tank. After 2 wonderful days in Saarbrücken, we had to say goodbye to our new friends. We promised not to bring an Ural ever back again and drove on to direction France, Luxembourg and Belgium. Bisschen was ist rein, ja.
Stefan hat ein Platten! Stefan hat ein Platten! Der Kai holt jetzt den Schnaps! Also wir haben jetzt wahrscheinlich alle Besseres zu tun, als in Frankreich auf der Landstraße bei 30 Grad zu stehen und warmen Schnaps zu trinken. Habt ihr nicht? Aber es ist auch fast kein Öl drin, ne? Also ist nicht so viel auf den Bremsbelägen. Die müssen ja ein bisschen geschmiert werden, Eben. sonst laufen die auch nur. Nee, eben. Der steckt Autoreifen in den Autoreifen. 2,6, 2,5. Schnaps! Ja, dann rein damit, ne? Weiß ich nicht, warte. Wo liegt das Problem? Meistens hinter der Kamera. Die Fahrt wäre so viel schneller, wenn Olli nicht dabei wäre, aber das dürfen wir ihm nicht sagen. Vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr. Olli, was sagst du dazu? Ich finde, wir wählen den Markus für nächstes Jahr wieder ab. Wer hat's geschafft? Letzte Lichtmaschine am Arsch. Woo! Da fragt man sich, Olli, woran hättet ihr lehen? Ich weiß es nicht. Der Zufall will es so. Hast du dieses Jahr keine guten Karma-Punkte gesammelt? Doch. Sonst hätte ich ja nicht mitkommen können. Das Schicksal wollte es einfach so, dass ich dann doch noch mitkomme und euch Um uns die Tour zu vermasseln. euch das zu bescheren. So, wir hängen jetzt in Luxemburg. Der Stadt? Nicht dem Land, also auch dem Land, aber in der Stadt, in dem Land. Olli hat es geschafft, seine letzte Lichtmaschine oder unsere letzte Lichtmaschine zu verballern. Vorletzte. Wir haben noch eine übrig, aber wir trauen uns nicht, die einzubauen, weil wir ein bisschen Angst haben, dass es wir im die dann auch Endeffekt wieder kaputt geht. Und dann haben wir gar keine mehr. Und das kostet uns jedes Mal 120 €, wenn wir eine Lichtmaschine kaputt machen. Und das nervt. Und wir haben eine Lichtmaschinenreichweite von der schlechtesten mit 10 Kilometern bis zu der besten jetzt mit 1000 ungefähr. Ja. So, da wir jetzt in Luxemburg hängen, bauen wir beim Olli bzw. beim Stefan die Batterie aus. Und tauschen die und fahren dann auf der Batterie vom Stefan erstmal noch ein paar Kilometer, bis wir einen Schlafplatz haben. That was the point where we recognized no more sense to go on with those problems on Olli's bike. To left it behind was no option. First, not compatible with our pride. Second, financially unacceptable. Because we already invested about 10,000 € for all 4 bikes and spare parts. So, our retraction should be on our own axis. Come what may, we decided to drive back to Cologne or even to push the bikes back. Das Camp wurde heute Abend Schauplatz eines brutalen Fightes. 2 rivalisierende Wildschwein-Gangs haben sich hinter uns im Wald gekloppt. War echt laut und beängstigend, wie so eine Ural eben. Ja, ich habe mich eingekrümmt und nichts gesagt. Und gehofft, dass ich nach Hause komme zu meinen Liebsten. Stoßgebete gehen Himmel. Ja. Wir mussten Albert dann nach 1,5 Stunden beruhigen. Er hat so furchtbar geweint. Ollis Lichtmaschine ist natürlich hin. Deswegen meine Zweitbatterie, die ganze Zeit eigentlich zum Laden der Funkgeräte und alles da war, direkt an die Zündung angeschlossen, ohne Umwege. Das heißt, es wird nur die Zündung versorgt. So fahren wir nach Hause. Wir haben es alle ein bisschen innig gehofft, dass wir uns noch einen Generator besorgen. Da ist der Generator. Schmeißen wir beim Olli drauf. Der befüttert die Batterie und die befüttert die Zündung. Ist jetzt quasi ein Hybridfahrzeug. Ja, wir fahren jetzt Hybrid. Umweltbewusst, wie wir sind.
Ist aber nicht mehr so schlimm. Wir haben jetzt noch ungefähr 30 Kilometer bis nach Hause. Die Batterie war total tot. Wir haben keinen Bock mehr auf Heckmeck. Kumpel wohnt um die Ecke, hat das Ding im Keller gehabt, hat uns das schnell vorbeigebracht. Jetzt bauen wir das hier drauf, verkabeln das und dann geht's nach Hause. Thanks hybrid techniques, it was now reliable to direction to goal. A little later, we passed the gateway of our hometown. Our friends and families had us back. After this tour, with the highest default rate, the strongest rainfall, and the most breakdown boosts. Retrospective, it was probably the most unsuccessful men tour. But hey, we gave our best. Not completely failed, but also not satisfied. Maybe the vehicle was the wrong choice, or weather made a dash through the bill. Nevertheless, we would do it again. Every time. Right next morning we gave all to make money out of the bikes, because we never wanted to see, hear or smell an Ural again. Yes,
Das ist ein glücklicher Hund.